Bei dieser wunderschönen Kulisse denke ich heute über ein paar Weihnachtsgeschenke für Camper nach. Und wenn dich das auch interessiert, ja, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und ich denke, bei dieser wunderschönen Kulisse, da geht einem doch wirklich das Herz auf. Die beste Kulisse, um über Weihnachtsgeschenke für Camper zu sprechen. Und genau darum soll es heute gehen, deswegen wollen wir nicht lange rumreden. Ich mache alles der Reihe nach durch und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Ein Tipp, den ich wirklich lieben gelernt habe, das ist dieser hier. Der sieht so unscheinbar aus. Das ist nichts anderes als ein Sitzkissen. Und das Besondere daran ist aber, dass da ein Akku mit integriert ist und ich da wirklich ein Wärmekissen habe. Das gibt es sogar noch richtig groß mit Wärmedecken und so weiter. Ich finde dieses Sitzkissen ideal, denn es funktioniert wirklich gut. Ich mache es immer so, dass ich erstmal Vollgas gebe und dann auf die kleinste Stufe einstelle. Man hat 3 Stufen zur Auswahl. Und dann ist es gerade für Herbstabende, wenn man noch mal draußen sitzt, sehr, sehr angenehm. Das ist aber auch mal, wenn man schnell in ein kaltes Auto geht, super spannend. Das ist aber auch toll, wenn du zum Beispiel ins Fußballstadion gehst und lauter solche Themen. Also da hat es ganz viele Anwendungsfälle. Das ist eine Kleinigkeit. Heutzutage ist das alles möglich. Das habe ich jetzt echt schon länger, funktioniert gut und macht mir persönlich richtig viel Spaß. Jetzt kommen wir zum romantischen Teil. Ihr kennt mich. Ich habe immer gerne dekoriert und ich habe immer vor allem sehr gerne Lichterchen dabei. Und heute rede ich mit euch über Lichterkette. Da haben wir auch schon oft drüber geredet. Jetzt sagt ihr, das ist ja keine Lichterkette, sondern Lichterknoll. Ihr könnt sie einfach ausziehen und das ziemlich lange sogar. Könnt dann euer Fahrzeug dekorieren, im Außenbereich dekorieren, denn das alles funktioniert mit Akku. Ihr könnt das ganz einfach über USB-C laden und könnt die dann dort anbringen, wo ihr gerade seid. Und das macht es eben so schön, weil man so super flexibel ist. Und wenn ihr sie nicht mehr braucht, dann rollt ihr sie einfach wieder zusammen. Das bedeutet, es gibt kein Verknoten mehr, ihr müsst sie nicht mehr entheddern, wenn ihr sie aufbauen wollt, etc. Und natürlich hat die auch verschiedene Modi, das heißt, die kann blinken, sie kann so morphen. Und ich habe auch ein Arbeitslicht, sodass ich sie einfach mit dem hier enthaltenen Haken aufhängen kann und sie auch nochmal als Arbeitslicht benutzen kann. Ja, und damit kommen wir gleich wieder zum nächsten Gadget. So, und jetzt Achtung, denn jetzt gibt es ein bisschen Eigenwerbung. Es geht um Stuffbubble und ich will euch gar nicht da lange damit nerven. Ich blende aber extra Werbung ein, denn Stuffbubble ist ein Unternehmen, an dem ich selber beteiligt bin, wo wir sehr viel neues Zeug machen wollen, einfach total abgefahren sind. Eigentlich geht es ja erst zur CMT los, aber so ein paar Kleinigkeiten haben wir jetzt schon gebracht. Und eine Geschichte davon, das ist dieser Fußabtreter. Denn ich habe dazu schon mal ein Video gemacht mit Tipps und Tricks. Die Idee ist ganz simpel, die kommt nämlich eigentlich von Katzen. Von Katzentoiletten hast du nicht das Problem, die haben ja so ein Streu. Wenn dann die Katze aus der Toilette rausspringt, dann verteilt die sehr gerne dieses ganze Katzenstreu in deiner Wohnung oder wo auch immer. Und deswegen gibt es da so Unterlegmatten, die man sich unter die Toilette legen kann, dass hier dann das Streu von der Pfote abfällt. Und ich habe das immer gerne im Camper gehabt, weil das ist auch für uns Camper super. Denn das Schöne ist, dass dieses Gitter den Dreck und alles auffängt und dann hast du nachher die Möglichkeit, einfach alles so wieder auszuleeren. Das ist für uns Camper ideal. Das Problem ist nur, dass diese Matten super günstig sind. Das ist ja noch cool, aber die sind nicht für unser Gewicht ausgelegt. Und jetzt bin ich noch nicht mal der Schwerste, aber wenn du die wirklich oft benutzt, dann reißt du die einfach. Und, was noch viel gefährlicher ist, die sind alle unten nicht gummiert. Das bedeutet, die rutschen einfach weg. Da kann man sich jetzt entweder einfach eine Gummimatte drunter legen, das wäre noch ein Tipp. Oder bei unserer ist eben eine Anti-Rutschmatte oder eine Anti-Rutschmatte schon integriert und mit eingenäht. Sehr kompakt. Das Ganze gibt es im Online-Shop. Ist eine Kleinigkeit, aber ich finde es sehr raffiniert. Und ich hoffe, dass sie noch nicht ausverkauft ist. Die ist nämlich immer schnell ausverkauft. Das machen wir nicht, weil wir irgendwas verknappen wollen, sondern ehrlicherweise, weil wir halt ganz am Anfang stehen, weil wir einfach nicht die Kohle haben, so viel zu investieren. Ich kann euch aber versprechen, dass sie vor Weihnachten noch mal reinkommt und ich kann euch auch versprechen, dass wir sie auf der CMT mitnehmen, also da könnt ihr auch noch mal zugreifen. Und was es auch wieder gibt, es gibt wieder die Taschen für die Hecktüren und jetzt in Grau wieder, denn das war der absolute Bestseller. Das sind Taschen, die ihr einfach an eurer Hecktüre beim Kastenwagen beispielsweise montieren könnt. Wenn ihr noch Platz habt zwischen der Hecktüre und dem Möbelbau, dann ist das oft vergeudeter Platz. Hier kannst du das einfach mit einer Kederschiene anbringen an dein Fahrzeug und hast dann zusätzlichen Stauraum mit dieser Tasche. Denn man hat da wirklich viel Platz. Das Schöne ist, wenn man sie braucht, dann hat man hier ordentlich viel Stauraum. Wenn man sie nicht braucht, dann zack,
hefte das einfach mit Magneten wieder zusammen und es ist schön flach. Jetzt aber genug mit Eigenwerbung. Mich würde es einfach nur freuen, weil damit unterstützt ihr uns wahnsinnig. Diese ganzen Videos und so weiter, da will ich kein Geld verdienen. Das versuche ich auch immer alles so neutral wie möglich zu machen. Hier bin ich natürlich nicht neutral. Bei Stuff-Bubble finde ich natürlich alles geil, weil das machen wir selber. Aber das ist halt eine tolle Unterstützung, wenn ihr uns da ein bisschen unter die Arme greift. Und das meine ich nicht nur mit fleißig einkaufen, sondern auch super gerne mit Feedback, was ihr noch für Ideen habt, was ihr noch erwartet, worauf ihr euch freut. Denn ich kann euch sagen, auf der CMT werden wir einiges präsentieren, unter anderem bei meinem Camper. Jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Geschenktipp. Schaut mal, einen Geschenketipp, der leuchtet hier gerade so ein bisschen grün. Das ist Ono. Da muss man ein bisschen aufpassen. Was ist Ono? Er freut sich schon. Ono ist ein Gerät, das dich zum Beispiel vor Blitzern warnen kann, aber auch vor Gefahrenstellen und Baustellen. In 300 Metern rechts abbiegen auf Neue Straße. Blitzer ist in Deutschland jetzt nicht erlaubt, das muss man ganz klar sagen. Also der Besitz und der Erwerb, das ist alles legal, aber du darfst dich beim Fahren nicht erwischen lassen, dass du dich vor Blitzern warnen lässt. Denn das könnte, ich glaube, bis zu 75 € Strafe kosten und sogar einen Punkt in Flensburg verursachen. Und im allerschlimmsten Fall könnte die Polizei sogar dieses Gerät konfiszieren. Also oder mitnehmen, ich weiß nicht, wie man da auf Amtsdeutsch sagt. Aber vor Gefahrenstellen und vor Baustellen kannst du dich warnen lassen. Und das Hilfreiche dabei ist eigentlich, dass das Handy dafür nicht permanent geöffnet sein muss, beziehungsweise die App dazu. Man verbindet Ono einmal mit der App und dann kann man das Handy ganz getrost in die Schublade legen. Dieses kleine runde Ding warnt einen dann automatisch, wenn es zu einer Gefahrenstelle kommt. Was ihr jetzt aus diesen Informationen macht, eure Sache, wir sind alle erwachsen. Da brauchen wir auch gar nicht viel in den Kommentaren schreiben. War einfach nur ein kleiner Tipp für den einen oder anderen, vielleicht ganz spannend. Und weitermachen möchte ich jetzt gar nicht mit dem Gadget, sondern einfach auch nochmal eine Anregung schaffen, und zwar für Erlebnisse. Ich finde, Erlebnisse sind die schönsten Geschenke. Ich weiß, dieses ganze Thema Gutscheine verschenken an Weihnachten ist nicht so ganz prickelnd und macht erstmal nicht so viel her. Aber da kann man sich ja bei den Gutscheinen auch richtig was einfallen lassen. Und ich stehe einfach total drauf, Erlebnisse zu verschenken. Stellt euch mal vor, ihr seid hier in dieser wunderschönen Umgebung, verbringt ein Wochenende hier, geht vielleicht einmal langlaufen, einmal Skifahren, einmal rodeln, geht in eine Therme. Ihr macht das Ganze im Sommer oder ihr verbindet das mit einem Event, Ferropolis zum Beispiel, oder was es da für uns Camper alles gibt. Aber es muss ja auch mit Camping gar nichts zu tun haben. Überlegt mal, vielleicht wäre ein Musical in einer anderen Stadt wieder schön. Hamburg ist da ein super Tipp, da gibt es immer tolle Musical. Du kannst wahnsinnig schön stehen mit deinem Camper direkt unten am Hafen. Also da gibt es so viele. Seid da bitte kreativ, überlegt mal ein bisschen. Guckt einfach mal, was würde euch Spaß machen, was würde dem Geschenkten Spaß machen und macht es zusammen. Denn das, finde ich, sind immer die schönsten Geschenke. So, was ich generell immer ganz wichtig und spannend finde, das ist Werkzeug. Werkzeug beim Camping. Und da habe ich zusammen mit dem Laurens mal ein ganz, ganz spannendes Video gemacht. Ich will euch das einfach mal hier verlinken, denn es gibt jetzt nicht das eine Werkzeug, das die eierlegende Wollmilchsau darstellt, sondern da kommt es ein bisschen darauf an, wie ihr unterwegs seid, was ihr braucht. Aber in diesem Video findet ihr auch sehr viele Tipps. Generell habe ich jetzt auf meiner Webseite, ihr findet hier unten in der Videobeschreibung den Link, mal alles zusammengestellt, wo ich mir denke, okay, hier könnte man Anregungen finden, nochmal Tipps und Tricks, auch aus den letzten Jahren. Ich mache jedes Jahr so ein Video, da könnt ihr einfach nochmal nachschauen und könnt einfach mal gucken, was ihr noch an verschiedenen Gadgets findet. Und ihr findet natürlich auch zu den ganzen Sachen, die ich euch heute hier zeige, hier unten in der Videobeschreibung die entsprechenden Links. Jetzt machen wir aber weiter. Ein Tipp, und der ist zugegeben nicht ganz preiswert. Das ist wirklich was, wo man einfach alle zusammenlegen muss, wo man vielleicht ein bisschen Taschengeld zulegen kann. Das ist diese Drohne hier. Das ist die erste 360-Grad-Drohne. Sie heißt Anti-Gravity, kommt von Insta360. Die, glaube ich, stecken da dahinter. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und das Besondere an dieser Kamera ist, dass sie eben in 360 Grad aufnimmt. Ihr kennt das vielleicht von diesen kleinen Insta360-Kameras. Das bedeutet, du kannst einfach einen Kameraflug machen, kannst damit aber sehr viele unterschiedliche Perspektiven zeigen. Ich will da nicht zu sehr drauf eingehen, da können wir noch mal ein extra Video machen. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wenn ihr generell mehr Lust auf Sachen habt, mit denen ich hier unterwegs bin, filme, fotografiere und so weiter, dann schreibt das sehr gerne unten in die Kommentare, denn dann kann ich dazu ein eigenes Video machen. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Geschenk. Ja, und ich weiß, jetzt habe ich mir gerade selber damit ein bisschen Ei gelegt, denn es gibt eigentlich jedes Jahr bei mir irgendwie ein Event. Es gab früher immer so ein Winter-Event, das geht aus verschiedenen Gründen, funktioniert das gerade nicht mehr, leider. Letztes Jahr gab es dann ein Kite-Event, oder beziehungsweise dieses Jahr gab es ein Kite-Event am Gardasee. Und auch da muss ich sagen, das war wunderschön, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Aber ich bin gerade ehrlicherweise so hinterher mit meinen ganzen Themen für die CMT, mit dem neuen Ausbau des Campers, dass ich einfach noch nicht dazu gekommen bin, das alles zu organisieren. Ich glaube aber ganz fest, dass es wieder eins geben wird. Und ihr findet dann entweder hier in der Videobeschreibung oder natürlich bei mir auf der Webseite, auf Instagram, überall die Informationen, sobald es alle Infos dazu gibt und sobald man Tickets buchen kann oder beziehungsweise Plätze buchen kann, dann gebe ich euch Bescheid. Aber verzeiht mir, ich bin einfach ein bisschen meiner Zeit hinterher. Das waren sie also jetzt, meine Geschenketipps für Weihnachten dieses Jahr. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du noch weitere Tipps hast, dann schreib das gerne unten in die Kommentare, denn dann hilft uns das am Ende ja allen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass es von Herzen kommt, dass man einfach Spaß hat zu verschenken, dass man eine gemeinsame Zeit miteinander verbringt und dann wird das ein richtig schönes Fest. Und weil ich es gerade sehe, was übrigens auch ein cooler Tipp ist, ist so ein Bend-Schlafsack, mit dem bin ich gerade viel unterwegs, weil er einfach unkompliziert ist, weil er wahnsinnig flauschig ist und weil er auch bei solchen Temperaturen immer schön warm hält. Das war jetzt aber noch ein Zufallstipp. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, dass ihr das alles ein bisschen genießen könnt, dass ihr nicht total im Stress untergeht alle, sondern dass ihr mal ein bisschen auf dem Weihnachtsmarkt rumschlendern könnt, ein bisschen mit euren Liebsten umgeben seid oder in so wunderschönen Natur oder am besten alles zusammen. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Das gibt es nämlich definitiv bald. Ich bin turbo im Stress, denn die CMT steht vor der Tür und wir haben dort unseren ersten eigenen Messestand und das Auto muss noch fertig werden, denn das ist noch bei Weitem nicht fertig. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich wünsche euch alles, alles Gute, egal mit welchem Fahrzeug ihr unterwegs seid, egal wo ihr jetzt gerade im Winter unterwegs seid, ob in Portugal in der Sonne oder hier in den Bergen im Schnee. Habt eine ganz, ganz tolle Zeit, kommt vor allem gesund und glücklich wieder zurück und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Da freue ich mich drauf. Alles Gute, euer Markus. Ciao.